Das ist ein Concorde Kompakt. Das ist ein unfassbar knuffiges kleines Auto. Leider eine Farbe, die wir in Zukunft nicht mehr haben werden. Das ist ja irgendwie total doof, das jetzt so zu erzählen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Der Concorde Kompakt ist, glaube ich, der Urvater aller Kastenwagen mit GFK-Hochdach. Mega cool, wie groß dieser Wagen von innen wirkt. Fällt euch was auf, wenn man hier steht? Bingo. Und jetzt würde ich da weitermachen. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich noch dran bin. Wir können aber jetzt auch einfach springen. Wenn man von Pössl spricht, denken die meisten von euch an Pössl Twin, an Pössl Summit, aber ganz selten an Fahrzeuge mit GFK-Hochdach. Dabei hat Pössl mit der H-Line eine mega coole Serie auch im Programm. Und das, was hinter mir steht, ist ein Pössl Concorde Kompakt. Was dieses Fahrzeug anders macht, wie es möglich ist, bei 5,40 Meter 5 Betten und 6 Sitzplätze unterzubringen, trotzdem einen vernünftigen Keller und eine riesen Nasszelle zu haben, all das erkläre ich euch heute in diesem Video zum Pössl Concorde Kompakt aus dem aktuellen Modelljahr. Viel Spaß damit! Wenn ihr sagt, den Concorde Kompakt findet ihr richtig cool, aber eigentlich hättet ihr das Fahrzeug gern mit einem Hochdach, aber ein bisschen anderem Grundriss, zum Beispiel mit einem breiten Einzelbett hinten oder mit einem Doppelbett hinten, dann könnten die anderen Modelle aus der H-Line für euch was sein. Wenn ihr die Videos zu all diesen Fahrzeugen nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach jetzt hier unter dem Video unseren Kanal, dann bekommt ihr in Zukunft immer eine schöne Nachricht, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Dafür nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, das kennt ihr ja aus den anderen Videos schon. Wenn ihr noch ein paar Fotos dazu sehen wollt, folgt uns auch bei Instagram. Also einfach auch darüber gehen. Da warten ein paar Bilder vom Concorde Kompakt in allen Details auf euch. Und darüber hinaus natürlich noch ganz viele andere interessante Sachen zu Reisemobilen. Wir sehen uns gleich drüben. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, das erste, was ihr gesehen habt, hat euch gefallen. Für die, die noch alle Details sehen sollen, bleibt dran. Für jemanden, der sagt, mich interessieren nur bestimmte Sachen, wollte ich euch einfach nur noch mal darauf hinweisen. Hier unterhalb des Videos in der Zeitleiste findet ihr so ein paar Zeitsprünge, wo ihr dann auch zum Beispiel zum Heckstauraum, zum Dachbett, zu den Sachen, die euch interessieren, hinspringen könnt. Das könnt ihr bei allen unseren Videos machen. Damit wollen wir es euch ein bisschen komfortabler machen. Und weil wir auch immer mal wieder eine Beschwerde bekommen, dass so viel Text eingeblendet ist, das sind die Untertitel. Die könnt ihr unten in der Leiste einfach ein- und ausblenden. Also wen das stört, einfach wegmachen. Die müssen da nicht sein. Aber das, was wir hier sehen, ein Pössl Concorde Kompakt, wirklich das einzige Fahrzeug am Markt, oder zumindest von den Marken, die wir vertreten, wo ihr bei 5,40 Meter zu 6 drin fahren könnt, zu 4, beziehungsweise mit kleinen Tricks vielleicht sogar zu 5 schlafen könnt und trotzdem wahnsinnig viel Lebensraum habt. Ich glaube, meistens ist das eher ein Fahrzeug, was für 2 Leute ist, aber das schauen wir uns gleich im Detail an. Mich würde mal interessieren, mit wie vielen Leuten ihr unterwegs seid. Schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare. Ja, grundsätzlich, um euch erstmal ein bisschen einzunorden, was wir hier hinter uns haben. Also, wir haben einen Pössl Concorde Kompakt. Wie bei allen anderen Pössl-Fahrzeugen habt ihr die Wahl als Basisfahrzeug zwischen dem Citroën Jumper, dann wahlweise mit 140 oder 165 PS, oder dem Fiat Ducato mit 140 oder 180 PS. Wie ihr sehen könnt, ist das ein relativ knackiges Auto. Das heißt, er ist immer 5,41 Meter lang. Er hat die Standardbreite vom Fiat Ducato oder Jumper mit 2,5 Meter. Das, was ihn von allen anderen Fahrzeugen abhebt, ist, dass ihr wirklich ein Fahrzeug habt, was mit dem aufgesetzten GFK-Dach dann eine Höhe von ungefähr 3,12 Meter hat. Das hängt so ein bisschen an der Dachhaube, die ihr wählt. Zulässiges Gesamtgewicht, wie bei allen anderen H-Line-Fahrzeugen, sind 3,5 Tonnen. Das heißt, ihr habt keinerlei Fahrbeschränkung und könnt den Wagen ganz genauso fahren wie jeden anderen Pkw.
Wie ihr sehen könnt, ist der Wagen so wie ich. Ein bisschen quadratischer, dafür etwas höher als alle anderen und etwas breiter, jedenfalls wenn man an der Seite davor steht. Insgesamt aber halt ein Fahrzeug, wo ihr mit dem kurzen Radstand, weil der Schritt von 6 Meter zu 5,40 Meter ja wirklich den Wagen diese 60 Zentimeter kürzer macht, das verschwindet komplett im Radstand. Das heißt, es macht das Fahrzeug insgesamt auch eine ganze Ecke wendiger. Für alle muss im Prinzip klar sein, so ein Fahrzeug kommt für euch nur in Frage, wenn ihr bereit seid, oben in das Dachbett zu steigen. Es hat einfach den großen Vorteil, dass wir kein festes Bett drin haben und dadurch natürlich nicht 2 Meter mal 1,40, was ja ungefähr die Doppelbettbreite hinten ist, weggeben, verschenken für irgendeinen Raum, der tagsüber nicht genutzt wird. Hier ist es wirklich so, dass wir das Bett tagsüber oben an die Decke falten und unten drunter einfach einen riesen Lebensraum mit einer gewaltigen Stehhöhe haben. Und wenn man hier schon reinguckt, hat man einfach ein Raumgefühl. Ich glaube, wenn man nicht drunter schreiben würde, dieser Wagen ist 5,41 Meter, würde man das tatsächlich nicht glauben, weil der einfach so großzügig ist. Ich glaube, wir haben wenn man so das von der Fahrersitz bis zur Nasszellenwand als Referenzmaß nimmt, gibt es keinen zweiten Kastenwagen, der dort einen so großen Abstand hat. Aber lasst uns mal gemeinsam reinschauen und gucken, wie Pössl das im Detail umgesetzt hat, weil das ja ein Fahrzeug ist, was es im Prinzip der Concorde Compact ist, glaube ich, der Urvater aller Kastenwagen mit GFK-Hochdach, seit wahrscheinlich 25 oder 30 Jahren gibt. Und das ist ein Konzept, was immer wieder im Detail verfeinert und verändert wurde. Und ich finde, dass er so, wie er da steht, wirklich eine richtig schöne Lösung ist. Die Basics hat er natürlich mit dabei. Wir haben eine Fliegengitter hier mit dabei, das ist ganz klar. Ihr könnt den Wagen wie bei Pössl Haarline-Fahrzeugen üblich, wenn ihr wollt, mit einer Zuziehhilfe bestellen. Das heißt, eine elektrische Schließung der Tür, damit ihr die Tür besonders leise schließen könnt. Wo ihr ein bisschen darauf achten müsst, weil das bei Pössl nicht immer ganz klar ist. Bei den Haarline-Autos ist die Trittstufe leider nicht serienmäßig. Wenn ihr die also haben wollt, müsst ihr das Häkchen bei der Bestellung setzen. Ein Unterschied, ich weiß nicht, ob der auffällt, aber wenn man mal andere Videos im Vergleich dazu sieht, normalerweise haben wir Kastenwagen, die 2,60 Meter hoch sind. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine größere Tür. Bei dem Wagen ist es so, dass wir nicht nur ein kürzeres Auto haben, sondern auch von Fiat bzw. Citroën als Höhe den H1-Kastenwagen, also den eigentlich flachsten Ducato, den es gibt. Und auf diesen Ducato drauf setzen wir das GFK-Hochdach. Dadurch können wir nachher oben das mega breite Bett realisieren, haben aber so ein bisschen den kleinen Nachteil, dass beim Einstieg ins Fahrzeug man ein bisschen den Kopf einziehen muss. Aber das ist wahrscheinlich Lernen durch Schmerz. Da rumpelt ihr 1-2 Mal hier irgendwo gegen und dann merkt man das auch ganz schnell. Meine Lieblingslösung für den Kühlschrank haben wir jetzt seit, ich glaube, einem Modelljahr hier vorne auf der Stirnseite den Kühlschrank angebracht. Das ist natürlich ein Kompressorkühlschrank. Der ist, wie ihr das kennt, auf beiden Seiten angeschlagen. Das heißt, dass er perfekt von innen und von außen zu beladen ist. Und zusätzlich haben wir dann natürlich oben drüber immer die riesengroße Arbeitsfläche. Und sowieso ist die ganze Küche und alles, was man hier zur Verfügung hat, einfach phänomenal. Wir gehen mal gemeinsam rein und dann schauen wir uns mal an, wie der Lebensraum sich drin ganz genau aufteilt. Also ich habe meinen Lieblingsplatz, glaube ich, schon gefunden. Das ist zwar der erste, auf dem ich sitze und wir sitzen gleich mal gemeinsam Probe auf den anderen Sitzplätzen drumherum. Aber den hier kann ich mir auf jeden Fall schon mal richtig gut vorstellen. Ich habe einmal die Perspektive da ganz rüber bis an den Strand vorne, wo die Kinder irgendwie rumdüdeln. Ich kann da gucken, was die Nachbarn machen. Ich habe aber trotzdem hier das große Raumgefühl im Fahrzeug, wo man sich einfach auch drin wohlfühlen kann. Es ist Luft nach oben. Ich habe das Fenster im Rücken, wo frische Luft reinzieht. Also hier ist schon mal richtig gut und es ist echt mega cool, wie groß dieser Wagen von innen wirkt. Ich habe mir mal die Preisliste nicht die Preisliste, sondern die Rechnung zu diesem Fahrzeug mit rausgenommen, weil da ja für euch immer wieder spannend ist, was in den Fahrzeugen drin ist. Also um euch einmal ganz kurz Bescheid zu geben, was hier drin ist. Wir haben einen Concorde Compact. In dem Fall ist das mit dem 160 PS Motor, weil der Wagen schon vor relativ langer Zeit bestellt wurde. Den wird es in Zukunft ja leider nicht mehr geben. Er ist ein 3,5 Tonner. Wir haben Fiat aber als Handschalter. Wir haben das digitale Cockpit. Wir haben das große Navigationsgerät. Da müssen wir nachher auch noch mal kurz drauf schauen. Wir haben ein bisschen verstärkte Federung, die beheizbare Frontscheibe, Rückfahrkamera, Klimaautomatik. Ganz viele Optionen, die man bei Fiat ab Werk mitbestellen kann, mit drin. Und haben zusätzlich zu der dritten Batterie, dem Zusatzbett hier unten, größeren Felgen, alles, was wir so mitgemacht haben, bei uns noch einen Busbiker mit eingebaut. Das heißt eine mega E-Bike-Lösung hinten dran. Und zusätzlich die Markise und die Rain-Tag, also diese Regenrinne über der Schiebetür. Und was ganz wichtig ist bei so wunderschönen Fahrzeugen, eine vernünftige Diebstahlsicherung. Das heißt, wir haben auch da einen Bärlock mit eingebaut,
eine Gangschaltungssperre. So bleibt der Wagen dann auch langfristig eurer. In aktuellen Zeiten ja fast noch wichtiger als vorher, weil einfach die Wartezeit für einen neuen Wagen noch viel länger geworden ist. Wenn man das alles aufaddiert, habt ihr nachher einen Fahrzeugpreis, der ungefähr Mitte 70.000 Euro liegt. Also ca. 75.000 Euro, so wie der Wagen hier jetzt steht. Insgesamt sagt Pössl zu den Hardline-Autos 100% Alleskönner. Das weiß ich nicht genau, ob es ein Alleskönner ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Lösung, die für ganz viele Leute alles abdeckt, was sie brauchen. Aber es muss euch einfach ganz klar sein, dieses Konzept der Vierersitzgruppe unten ist eine absolute Besonderheit. Das heißt, ihr müsst nie den Sitz drehen. Ihr habt also nie die Lösung, dass man hier rumdrehen muss, Tisch aufbauen muss und den Durchgang hat. Es hat aber natürlich auch den quasi Nachteil, dass man diesen halben Meter oder Meter, wie viel auch immer das ist, hier vorne ein bisschen im Raum verschenkt. Dafür merzt man damit was aus, was ganz viele Leute nicht wollen, dass man einfach sagt, ihr könnt euch am Tisch gegenüber sitzen und habt sogar eine klassische Vierersitzgruppe, wie das früher in teilintegrierten und Alkoven-Reisemobilen oft der Fall gewesen ist. Ob man das zu viert machen will, weiß ich tatsächlich auch nicht genau, weil wenn ich mich hier so angucke, das ist ein toller Sitz für mich alleine. Ob ich hier wirklich zu zweit nebeneinander sitzen wollen würde, weiß ich nicht genau. Die Sitzbank, die mir gegenüber liegt, ist ja ein Tick breiter. Da geht das sicherlich, aber hier muss man schon schauen. Ich glaube, komfortabel, richtig perfekt sitzt ihr hier zu zweit oder zu dritt. Zu viert ist schon ein bisschen enger. Aber wenn ihr mal eine Party feiern wollt, hier hat man noch den Menschen direkt mit dabei. Da habe ich jemanden direkt mit dabei. Zu sechs geht auf jeden Fall auch. Der Tisch hat, weil er ja in der Sitzgruppe mit drin ist, ausnahmsweise mal nicht diesen Ausdrehteil mit dabei. Aber er ist auch so groß genug. Wir haben hier 82 mal 55 cm, also einfach einen richtig großen Tisch. Er ist angenehm mit dabei. Wir haben richtig viel Beinfreiheit zwischen den beiden Bänken, so dass man sich ganz komfortabel gegenüber sitzen kann. Und wenn ihr guckt, ich weiß nicht, kann man auf der Kamera das Stück da sehen, wo jetzt die Tasche ist? Können wir das sehen? Sehr gut. Was ihr euch halt überlegen müsst, wenn ihr euren Concorde Kompakt bestellen wollt, dort könnt ihr ein zusätzliches Fenster bestellen. Da kommt halt entweder diese Tasche ab Werk. Wer möchte, könnte dort aber auch noch ein zusätzliches Fenster haben. Ich glaube, so ist das auch eine ganz clevere Idee. Ich hüpfe da mal kurz rüber, bleibt mal bei mir, weil man einfach, wenn man sich hier hinsetzt, so ein bisschen eine etwas kuscheligere Ecke hat, wo man sich einfach auch mal reinfläzen kann und vollkommen unbeobachtet ist. Also entscheidet selbst, ob ihr mehr Licht und Luft haben wollt oder ob ihr einfach ein bisschen mehr Schutz haben wollt. Übrigens auch ein cooler Platz, vielleicht sogar noch ein Tick schöner als da, weil das Blickfeld doch ein bisschen mehr, ja quasi 180 Grad Panorama in die Richtung ist. Fällt euch was auf, wenn man hier steht? Bingo. Guck mal, wie hoch ich hüpfen kann, in einem Kastenwagen. Ganz gut, ne? Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr im Bild. Ich will damit eigentlich nur ganz klar demonstrieren, das ist eine mega Stehhöhe. Für Leute wie mich großartig. Für etwas kleinere könnte das schon schwieriger sein, weil da oben das Dachfenster aufmachen ist ohne Schritt auf das Polster für kleinere Menschen nicht so einfach. Ich habe eben mal die Stehhöhe gemessen. Wir haben hier sage und schreibe 2,43 Meter in der Mitte. Das reicht. So hoch hüpft kein Mensch. Mehr Platz braucht auch kein Mensch. Aber nur dadurch habt ihr eben die Möglichkeit, oben eine schöne Liegefläche im Bett zu haben und trotzdem darunter sitzen zu können, weil das Bett nachher hier auf der Kante aufliegt. Das heißt, ich kann ohne den Kopf allzu sehr einziehen, kann ich hier nahezu aufrecht durchgehen und vor allem kann ich noch gemütlich in der Sitzgruppe sitzen, selbst wenn ich oben schon im Bett liege. Um da gemütlich zu sitzen, würde ich euch ans Herz legen, die Ambiente-Beleuchtung auf jeden Fall mitzubestellen. Dann wird es so ramontisch, wie es jetzt hier ist. Und insgesamt einfach gibt es ein schönes Raumklima wollte ich gerade sagen, Raumambiente, dass man sich wirklich wohlfühlen kann da drin. Insgesamt ist aber auch so, dass das Auto sowieso so großzügig wirkt, weil das alles mit geschwungenen Formen ist. Also ihr habt hier an der Seite schöne große Stauschränke auf beiden Seiten. Die sind auch richtig schön tief. Ich denke, das hier ist eher noch der Küche zuzuordnen. Aber auf der anderen Seite eben auch nochmal die gleichen Schränke. Und damit der Raum gut genutzt ist, ups, die muss man selber festhalten, genau. Also wir lernen in diesem Video, nicht direkt wieder loslassen, sonst gehen sie schnell wieder runter. 3 richtig schön große Fächer, die auch tief sind, wo kleinere Spiele, so alles, was man mal eben am Tisch eben brauchen kann, glaube ich, relativ gut reingeht. Wer jetzt sagt, alles schön und gut, aber wo ist mein Kleiderschrank? Kleines bisschen weiter, ich weiß ja schon mehr. Hier um die Ecke ist noch ein richtig großer Kleiderschrank, da gucken wir nachher rein, wenn wir in der Nasszelle angekommen sind. Gegenüberliegend von der Sitzgruppe
habt ihr den Küchenblock. Die Arbeitsfläche haben wir vorhin schon gesehen. Der Küchenblock selber ist so, wie wir ihn aus ganz vielen Pössl-Modellen kennen. Ganz klassischer Zweiflammkocher mit einer elektronischen Zündung. Ein normales Waschbecken. Ich würde sagen, nicht zu groß, nicht zu klein, sondern eine richtig schöne Lösung. Und wer sagt, mir reicht das an Arbeitsfläche noch nicht, kann das hier hochklappen. Auch wenn ihr mal irgendein wilderes Spiel, irgendwas, wo man Karten schmeißen muss oder so, spielen wollt, hat man natürlich hier dann auch noch quasi eine Safe-Zone für Gläser und Getränke. Also hier kann man sich richtig schön austoben. Und das ist auch mit einem Handgriff wieder weggeklappt. Dann habt ihr hier dahinter eine große Schublade. Darüber, finde ich, ganz elegant gelöst, eine richtig schöne Besteckschublade mit drin. Also Schublade in der Schublade. Es gibt dem so eine cleane Front, aber trotzdem den Raum richtig gut genutzt. Einmal die große Schublade hier und darunter ist jetzt mein Fuß im Weg, nochmal eine schöne Schublade. Also schon viel Raum. Bei den ganz frühen Concorde Compact war es so, dass erst der Schrank dass die Arbeitsfläche ganz bis hinten durchging. Dann gab es irgendwann Varianten, die hier Faltrollos haben. Inzwischen hat man sich entschieden, hier einfach echte Schränke zu machen. Wir haben hier unten einen relativ großen Schrank, oben mit Vierraum. Ich weiß nicht, hat der dort Haken? Nö, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man noch irgendwie einen Zwischenboden zusätzlich reinbringt. Ein Flaschenfach, wo man richtig schön tief was reinstellen kann. Da kann ich richtig tief nach unten abtauchen. Und da drüber, quasi in der Verlängerung der Arbeitsfläche, hier auch nochmal einen Schrank. So was Ähnliches haben wir in unserem Columbus auch. Das ist ein Schrank, der gar nicht so groß aussieht, aber der unglaublich viel schluckt. Was dann, finde ich, ganz interessant ist, ist, dass man hier hinten über die Stufen quasi ins Badezimmer nach oben geht. Die Stufe ist aber kein Stauraum, sondern da habt ihr zum einen den Frischwassertank hier mit drin. Und dann ist es natürlich auch so, dass man irgendwo Raum für Tische und Stühle braucht. Das heißt, von hinten habt ihr einen richtig schönen Stauraum. Also viele verteilte große Stauräume. Was ich tatsächlich gar nicht so genau sagen kann, ist, was in den Bänken drin ist. Das sollten wir jetzt gemeinsam rausfinden. Hier vorne, oder was heißt hier vorne, in der hinteren Sitzbank habt ihr einmal die ganze Bordelektrik da mit dabei und einfach einen richtig großen Stauraum. Also da kann man auf jeden Fall schon richtig viel mit reinpacken. Und in der vorderen Bank, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen, ist das ganz einfach gelöst. Hier ist was zum Anheben und dann ist das so eine Schublade, die man rausziehen kann, wo der Raum in der Bank auch perfekt genutzt ist. Also nochmal etwas mehr Stauraum. Wie ihr gehört habt, so rastet die mit ein. Also ich glaube, das, was man hier wirklich machen muss, ist ein bisschen umdenken im Vergleich zu den anderen Autos. Man hat nicht so einen klassischen riesengroßen Stauraum und umlaufende Schränke am Heckbett, sondern ihr habt hier überall kleine Fächer und da muss man ein bisschen umsortieren. Aber ich glaube nicht, dass hier weniger reinpasst als in die anderen Autos. Ich finde, wir sollten jetzt mal gemeinsam in die Nasszelle schauen und gucken, ob man da duschen kann, wie man auf Toilette sitzt, ob das alles so passt. Um euch die Nasszelle besser zeigen zu können, haben wir gedacht, wir filmen es lieber von draußen. Um es von draußen zu filmen, müssen wir aber erstmal den Busbiker wegnehmen. Um den Busbiker wegzunehmen, wollen wir euch erstmal zeigen, wie cool ein Busbiker eigentlich ist. Es ist in meinen Augen eine der besten Lösungen, E-Bikes am Auto dran zu haben. Der große Vorteil des Busbikers ist, dass ihr ihn einerseits hochklappen könnt, wenn ihr ihn nicht braucht. Das heißt, er macht das Auto jetzt nicht unnötig lang. Wer möchte, könnte das Ganze sogar hier zu Hause lassen. Und um Fahrräder zu transportieren, sind das hier nur zwei kleine Entriegelungen. Das klappen wir jetzt mal runter. Das würde man jetzt unten noch mal festmachen, damit man von hinten gesehen wird, die Kennzeichen hochklappen. Und jetzt habt ihr zwei E-Bikes drauf. Vorteil 1, mega Ladehöhe, komfortabel drauf zu packen. Vorteil 2, einmal entriegeln und das Ganze voll beladen nehmen, nach außen rumschwenken. Und das vor allem, das kann die ein oder andere Bühne sicherlich auch, vor allem aber ohne Stützrad hier. Das heißt freitragend. Dafür ist der Wagen nicht ganz der Busbiker nicht ganz leicht. Aber ihr könnt ihn eben voll beladen wegschwenken und kommt so an beide Klappen hinten komfortabel ran. Und das ist was man, glaube ich, unbedingt sollte. Was habt ihr denn eigentlich für Fahrradträgerlösungen mit dran? Wenn ihr was habt, was wir in den Videos noch nicht vorgestellt haben, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich gucke mir das gerne an. Ich lerne ja auch ganz viel. Ich hüpfe jetzt mal rein und dann schauen wir uns nämlich gleich gemeinsam die Nasszelle von innen an, weil die einfach mit dem Konzept da hinten in der Mitte wirklich eine schöne Lösung ist. Zum einen könnt ihr natürlich
die Dusche als Außendusche nehmen. Ihr habt beide Türen auf, könnt die Duscharmatur, die hier drin ist, rausziehen und könnt euch hinter dem Fahrzeug ein bisschen geschützt abduschen. Zum anderen hat man aber auch, ich gehe mal kurz rein. Hier oben eine absolute Stehhöhe. Guck mal, ich guck mal hier oben wieder raus. Hallo, guten Tag. Übrigens eine Option. Dieses Fenster müsst ihr unbedingt mitbestellen. Ich bin 1,92 und obwohl ich schon 2 große Stufen hochgegangen bin, habe ich immer noch volle Stehhöhe. Also hier sind, denke ich, noch fast 2 Meter Raum. Und wenn ihr jetzt mit mir hier reinschaut, oder ich setze mich, wir machen es anders. Ich komme zu euch. Auf der Toilette mega komfortabel und hier ja auch eine klare Tür. Das heißt, auch so hat man es einfach richtig zu. Also ich kann mir hier durchaus vorstellen zu duschen. Das ist natürlich mit einem umlaufenden Vorhang. Aber auf jeden Fall habe ich eine richtig große Beinfreiheit, habe Schulterfreiheit mehr als in den meisten anderen Kastenwagen. Und ihr müsst euch immer wieder bewusst machen, wir haben hier ein Fahrzeug mit 5,40 Meter Außenlänge. Riesenstehhöhe, große Betten, viele Sitzplätze. Also das ist schon eine tolle Lösung. Hier, das überblenden wir euch einfach, weil ihr das von da nicht sehen könnt, haben wir einen großen Spiegelschrank. Oder kann man das doch sehen? Na, dann guckt mir mal über die Schulter. Haben wir das da. Wir haben hier schöne Lampen, dass man auch gut was sehen kann. Viele kleine charmante Lösungen. Was wir bei dem Wagen hier gemacht haben, der hat einen Kompressorkühlschrank sowieso schon mit drin, ab Werk. Dann haben wir den Wagen mit Dieselheizung bestellt, was beim Concorde Compact geht. Dann braucht man natürlich nur noch ganz wenig Gas. Vorgesehen ist pösselseitig aber trotzdem ein Gaskasten für 2x11 Kilo. Haben wir uns gedacht, das wäre ja verschenkt. Also bauen wir das Ganze ein bisschen um und haben hier eine schöne Lösung gemacht. Und zwar haben wir den Gaskasten so vorbereitet, dass hier jetzt 2x2,8 Kilo Gas hier reinpassen. Und daneben einfach ein zusätzlicher Stauraum generiert worden ist, der jetzt für alles andere, was man haben will, benutzt werden kann. Also ein riesengroßes Fach zusätzlich, was ein Concorde Compact serienmäßig nicht hat. Wenn das mal kein Grund ist, sein Concorde Compact bei Togo Reisemobile zu bestellen. Wir freuen uns auf euch. Aber auch wenn ihr das nicht tut, ist das, glaube ich, eine sinnvolle Modifikation. In meinen Augen setzt es eben voraus, dass man die Dieselheizung mit dabei hat. Sonst bräuchte man zu viel Gas. Aber auch wenn man die großen Gasflaschen drin hat, ist es hier halt sehr komfortabel, an die Gasflaschen ranzukommen. Insgesamt auf jeden Fall eine Nasszelle, die mir richtig gut gefällt. Ich komme jetzt noch mal wieder zu euch raus, damit wir schauen, was sich unter den 2 großen Stufen verbirgt und ob der Stauraum unter der Toilette groß genug ist, um alles mitzunehmen, was man so braucht. Das ist ja die Bodenplatte, auf der ich eben gestanden habe. Also wirklich 2 große Stufen, die man reingeht. Aber 2 große Stufen heißt natürlich auch ein relativ großer Stauraum. Wir haben hier in der Ladehöhe 36 cm, in der Breite knapp 1,37 und in der Tiefe ungefähr 70 cm. Ist das ausreichend? Ich weiß es nicht genau. In dem Verhältnis für das Fahrzeug ist es ein gewaltiger Kellerraum. Ich glaube, für 2 Stühle, einen Tisch, ein bisschen Kleinkram, Schläuche, Kabel, Adapter, alles, was man so dabei haben will, reicht das schon. Aber wer natürlich irgendwie noch ausladendes Sportequipment mit sich transportieren will oder irgendwelche großen anderen Geräte oder 5 Kisten Bier irgendwo mit hinnehmen will, für den ist das hier sicherlich nicht die richtige Lösung. Was man hier von hinten schön hat, ist, dass man einfach gut an die verschiedenen Stauräume rankommt und ihr auch noch mal so viele Ablagen habt. Hier kann man ein bisschen was reinstecken. Dort auf der Seite ist jetzt noch die Leiter. In der Praxis liegt die meist oben auf dem Bett an der Seite. Also man hat hier einfach auch noch Möglichkeiten, viele verschiedene Sachen zu machen. Und was halt sehr komfortabel ist und das Fahrzeug von außen natürlich auch noch mal ganz schick macht, ist, dass die Toilette von hier innen entsorgt wird. Dadurch habt ihr nicht noch eine zusätzliche Außenklappe. Also auch da kommt man perfekt mit ran. Um dann alles wieder ein bisschen gemütlicher zu haben, klappen wir, damit ihr noch mal seht, wie cool der Busbiker ist, hier einfach alles noch mal zu. Weil auch das mit so wenig Handgriffen gemacht ist. Einfach ranklappen, einmal rüber, entriegeln und zack, schon ist er transportgesichert. Wenn man dann keine Fahrräder mehr drauf hat, einfach hochklappen, hier entriegeln. Dann ist auch der wieder so und das machen wir fest. Und sofort habt ihr wieder ein kurzes Fahrzeug, was einfach sich in nahezu jede Parklücke reinschieben lässt. So, jetzt haben wir uns ganz viel angeschaut und haben immer wieder eins übersprungen. Und das ist eigentlich das Spannendste an diesem ganzen Fahrzeug,
Das ist nämlich das Dachbett. Das ist einfach eine Lösung, die ist für ein 540er Fahrzeug einfach gewaltig groß. Und da geht's jetzt. Ja, das Bett hier oben, richtig viel Stehhöhe darunter. In dem letzten Video, da erinnere ich mich noch dran, beim Concorde Compact haben alle gesagt, ja, man muss doch sehen, wie er da hoch und runter kommt. Ihr könnt doch nicht einfach nur unten und oben filmen. Ich habe gedacht, das nehme ich mir zu Herzen und zeige euch, probiere noch was ganz Aufregendes. Und zwar schnappe ich mir nicht die Leiter von hinten, sondern wir machen jetzt das Ganze ohne Leiter und gucken mal, ob wir ohne Leiter ins Bett hochkommen. Also erstmal ganz easy mit einer Hand das Bett runter zu klappen. Hier oben habt ihr ein punktelastisches Lattenrost mit drunter, also einen ganz komfortablen Schlafbereich. Und auch das, was ich vorhin gesagt habe, unter dem Bett kann ich halt, ich will jetzt nicht sagen aufrecht stehen, aber ich kann halt noch mega komfortabel rein und raus gehen. Ich kann mir noch was kochen, ich kann noch arbeiten, sitzen, spielen, obwohl da oben das große Doppelbett ist. Den brauchen wir auch gleich, um zu messen, wie groß das Ganze ist. Schon mal gut vorbereiten. Ohne Leiter. Ich würde sagen, einen Schritt dahin. Hätten wir vielleicht proben sollen. Einen Schritt dahin. Und dann müsst ihr, das ist ganz einfach zu machen, ich will euch nur nicht meinen Hintern ins Gesicht strecken, aber ich befürchte, es geht nicht anders. Ich tauche mal da oben ein. Und ein Bein hier hoch. Guck mal, mit ganz wenig Griffen. Elegant wie ein Elefant. Aber wichtig ist ja nur, dass man hochkommt. Und mit der Leiter geht es sowieso ganz einfach. Von der Fläche, die wir hier haben, wir haben eine Breite 1,64,3 Meter, also fast 1,65 Bettenbreite. Wir sind in einem normalen Ducato Kastenwagen. Das Ganze bei einer Länge 2,04 Meter. Das ist einfach ein unfassbar großes Bett. Dazu noch gemütlich. Das, was man halt bereit sein muss zu akzeptieren, ist hier die Höhe. 60 Zentimeter. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber richtig viel Raum nach oben ist nicht. Das wird aber in meinen Augen damit aufgefangen, dass man Fenster links, Fenster rechts und die Dachhaube oben hat. Die ist übrigens das Midi-Heki, das müsst ihr separat bestellen, damit das da oben ist, und das würde ich auch auf jeden Fall machen. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, hier oben ist nochmal ein richtig großes Fach, was auch richtig schön tief und groß ist. Also, wer meint, dass er hier oben gut liegen kann, und ich bin im Alkoven eines Reisemobils aufgewachsen, für mich ist das hier oben direkt Urlaubsfeeling pur. Für den ist das, glaube ich, einfach eine ganz, ganz tolle Lösung, weil ihr wirklich in einem kurzen Auto ein tolles Bett oberhalb der Sitzgruppe mit dabei habt. Ich kann mir das für mich richtig gut vorstellen. Muss man einfach ausprobieren. Für Leute, die Klaustrophobie haben, ist das sicherlich nicht die Lösung. Und wenn man dann sagt, ich muss hier mal eben schnell weg, ist das nämlich auch noch ein großer Vorteil, weil man hier oben nichts abbauen muss, weil ich könnte mich jetzt ganz schnell wieder runterklettern, auf den Fahrersitz springen und mit dem Wagen, so wie er steht, einfach starten. Und wie man da wegfährt, dafür hüpfen wir jetzt ins Cockpit und schauen uns das nochmal an. Damit wir keine Beschwerden kommen und es nicht heißt, wie ist er denn da wieder runtergekommen, dafür haben sie doch bestimmt die Leiter geholt, habe ich gedacht, das filmen wir doch nochmal mit. Also das ist für mich, aber ich bin auch relativ groß. Oh, nächstes Mal, wenn wir filmen, ziehe ich die Socken ohne Loch an. Guckt mir nicht so genau auf die Füße. Ein Schritt hier ein bisschen auf den Küchenblock, den anderen da drauf. Und zack, bin ich unten und habe es komfortabel nach unten geschafft. Bettwäsche könnt ihr komplett drauf liegen lassen. Ein Handgriff wieder nach oben und der gesamte Wohnraum ist wieder euer. Und jetzt geht's wirklich ins Fahrerhaus. Ja, warum wollte ich euch noch mal mit in das Cockpit hier vorne nehmen? Klar, im Prinzip ist es ein normales Ducato-Cockpit. Das, was wir, glaube ich, in noch keinem Video bisher gehabt haben, ist, dass wir das große Fiat-Navigationsgerät mit dem digitalen Display gehabt haben. Da wollte ich euch einfach 2, 3 kleine Details zeigen. Ich mache dafür einfach mal Zündung mit an. Das große Radio kennt man. Das ist im Prinzip, wie das ja in den meisten PKWs auch der Fall ist, habt ihr alle Funktionen dort mit drin. Der braucht einen kleinen Augenblick, bis er angeht. Ihr habt die Navigation, die ihr jetzt seht. Ja, den nehmen wir mal weg. Einmal die Navigation als 3D-Ansicht. Da kann man wie bei jedem anderen Fahrzeug natürlich auch obendrauf, Nord- und mitwandernd. Man kann sich das alles frei belegen mit diesen Widgets, dass ihr das haben könnt, wo und wie ihr das haben wollt. Für mich ist aber vor allem die ganz entscheidende Variante, wenn ihr das große Radio habt und parallel das digitale Display hier vorne mit dabei, dann ist der Drehzahlmesser links, das ist ein fester Bereich, und rechts haben wir Kraftstoff, Füllstand und all solche Dinge mit dran und der Platz in der Mitte.
ungefähr so groß, ist einfach wirklich ein komplettes digitales Display, wo man hier einfach durchgehen kann. Und dann könnt ihr, wie man das von PKWs kennt, hier alle Fahrzeuginfos mit Kühlmittel, Temperatur, Ölstand und allem, was man haben will. Aber für mich das Wichtigste, die Möglichkeit eben auch die Navigation dort mitzuhaben. Und das bedeutet, wenn ihr hier sitzt, braucht ihr nicht den Blick in die Mitte nehmen, sondern könnt einfach in eure normale Fahrtrichtung schauen, habt die Navigation mit all ihren Befehlen und allem immer im Blick. Ansonsten haben wir das normale Fiat Lederlenkrad hier mit vielen Multifunktionseinheiten. Auf der rechten Seite für ein Tempomat, auf der linken Seite für die ganze Multimedia-Bedienung. Auf der Rückseite noch Lautstärkeregler und Sendersuchlauf. Und dann haben wir hier einen ganz normalen Fiat Ducato mit Handschaltung. Was wir hier zusätzlich gemacht haben, ist, dass wir... der Schlüssel ist nicht hier. Der Schlüssel, ich komme euch mal kurz dichter, liegt dann noch im Handschuhfach. Wir haben den Wagen zusätzlich mit einem sogenannten Bearlock ausgestattet. Der Ducato und auch der Jumper sind ja leider Fahrzeuge, die immer mal wieder auf der Agenda der bösen Menschen ganz oben stehen. Es ist durch Corona ein bisschen besser geworden, geschlossene Grenzen, oder die Grenzen waren ja auch für böse Menschen geschlossen. Aber es ist schon so, dass es auch wieder vermehrt zu Diebstählen kommen wird. Das Bearlock ist, glaube ich, eine sehr, sehr effiziente Hilfe dagegen. Einfach Rückwärtsgang nehmen und einlegen und dann haben wir hier unten ein zusätzliches Zündschloss eingebaut oder sowas Ähnliches wie ein Zündschloss. Das kann man verriegeln mit so einem Sicherheitsschlüssel und dann könnt ihr keinen Gang mehr einlegen. Heißt einfach, wenn ihr das Auto parkt und das Bearlock macht, selbst wenn jemand die Hürde Tür überwindet und alles, was man vielleicht sonst noch an Sicherheitsmaßnahmen macht, ins Auto kommt, es schafft, das Fahrzeug kurz zu schließen, wie auch immer, er oder sie hat einfach keine Chance, einen Gang einzulegen. Und das, glaube ich, hilft am Ende sehr, dass der Wagen möglichst lange bei euch bleibt. Und wenn ihr dann zum Auto kommt, einfach einmal kurz Schlüssel rein und dann könnt ihr alle Gänge wieder ganz normal schalten. Mega einfach, mega effizient, aber ein Riesenumbau, das Ganze zu machen, weil im Armaturenbrett da so ein ganz komplizierter Mechanismus ist und da fährt quasi eine Art, ich glaube, es ist Titanstift in das Schaltgestänge rein und blockiert das eben, hält das an einer Stelle fest. Ansonsten seht ihr hier einen normalen Ducato. Klimaautomatik ist verpflichtend, wenn ihr das große Navi haben wollt. Lautstärkeregler hier unten mit dabei, wer es mitbestellt. Hier die beheizbare Frontscheibe, das heißt so kleine Heizdrähte in der Scheibe mit drin. Und sonst auch alles, was man für einen Ducato so haben kann. Insgesamt ein aufgeräumtes, schönes und für mich sowieso 100% vertrautes Cockpit. Also was ich total gerne mag. Ja, wie gefällt euch der Concorde Kompakt? Ist das ein Auto, wo ihr sagt, tolle Lösung, das Bett nach oben auszulagern und dadurch viel mehr Wohnraum zu generieren? Oder sagt ihr lieber, nee, es ist schon nicht umsonst ein 6 Meter mit Heckbett quer, der mit Abstand meist verkaufte Grundriss, weil er sehr vieles aus sehr vielen Welten zusammenbringt? Da würde mich eure Meinung auf jeden Fall absolut interessieren. Schreibt das mal unten mit in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall auf eurer Reise zu dem perfekten Reisemobil einen kleinen Schritt weitergekommen seid und entweder sagt, das ist genau meine Lösung oder eben auch nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.